Hallo, es ist Ute wieder, diesmal mit Video 6. Im letzten Video habe ich von meinen Augen gesprochen oder vielmehr von meinem rechten Auge, welches dringend Heilung benötigt. Ich habe mir vorgestellt, wenn ich die richtige Formulierung finde, dann sollte das eigentlich sofort heilen. Bisher habe ich die richtige Formulierung nicht gefunden und habe also sehr viel damit rumexperimentiert. Es hat sich nicht grundlegend was verändert, weshalb ich jetzt einfach mal denke, dass es doch ein langwieriger Prozess sein könnte. Einfach die Tatsache, dass ich auf der anderen Seite auch feststelle, dass das Medbed eigentlich ganz eigenständig arbeitet, sofern man sich mit ihm wirklich verbindet, in dem Sinn, dass man seine Arbeit machen lässt, ohne sich groß einzumischen, dass es das nämlich auch tut, habe ich gedacht, ich überlasse es jetzt mal für eine Weile dem Medbed selber, sich um meine Augen zu kümmern, wenn ich ihm also den Auftrag gebe und mal sehen, ob da sich irgendwelche signifikanten oder auffälligen Ergebnisse zeigen. Wie das Medbed selbstständig arbeitet, habe ich heute wieder erfahren. Ich bin ausgerutscht und habe mich ganz furchtbar an meinem Schienbein angeschlagen. Und zwar an einer Stelle, wo ich mit 17 Jahren einen Fahrradunfall hatte, in dem ich mit einem Lastwagen zusammengestoßen war, der mir die Vorfahrt genommen hat. Und da hatte ich also ganz schlimme Prellungen an meinen Schienbeinen und die tun mir immer noch weh, diese Stellen, wenn das Wetter sich ändert, und zwar ziemlich stark schmerzhaft. Und genau da habe ich mich heute wieder verletzt an einer Kante, Möbelkante. Das tat sowas von weh. Ich bin dann sofort auf mein Bett gegangen und habe das Medbed aktiviert. Und solange ich noch nicht Herr über diesen extremen Schmerz war, in dem ich total verkrampft war und mich nicht auch wirklich auf das Medbed einlassen konnte, merkte ich auch, dass da eigentlich nichts passierte. Also habe ich mich entspannt, so gut ich konnte, auch in diesen Schmerz hinein und dem Medbed den Auftrag gegeben, sich meines Schienbeins bitte anzunehmen. Da war dann in ungefähr einer Minute eine Energie auf diesem Schmerz, die war ganz sanft, wie ein sanftes Energiepolster, die den Schmerz wegnahm, sodass ich dann wirklich keine Schmerzen mehr hatte innerhalb einer Minute. Und dann habe ich aber noch weiter in dem Medbed ausgeharrt, in der Erwartung, dass eben noch tiefere Gewebestücke vielleicht oder sogar am Knochen gearbeitet wird. Und ich kann dann sagen, so nach etwa 10 Minuten hatte ich so Empfindungen tiefer im Gewebe und auch am Knochen, als ob da Energie sich bewegt. Das heißt also an einer tieferen Stelle dann noch, als der Schmerz zutage trat, gearbeitet wurde, beziehungsweise also tiefer als jetzt nur gerade die oberen Schichten des Beines oder des Schienbeins. Und dann nach diesen 10 Minuten bin ich aufgestanden und habe wirklich überhaupt keine Beschwerden mehr. Ja, das wollte ich heute gerne mitteilen. Mit meinen Zähnen, da muss ich noch Geduld haben. Ich habe zwar jetzt ein Provisorium, aber das ist so furchtbar, da kann ich gar nicht mitreden, sodass ich lieber jetzt hier mit meinen Zahnlücken auftrete, dann kann ich wenigstens etwas besser reden. Okay, das war es also dann für heute. Ich wünsche euch allen alles Gute und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören.